Momentan bin ich noch nicht Lea, die Mutter, mehr so noch, ja, Lea, das Pferdemädel und Alpaka-Mädel und so. Aber ich freue mich auch schon, super auch Mutter zu sein. Es ist momentan noch total schwierig, sich das Ganze vorzustellen. Klar, es ist irgendwie, man merkt ja im Bauch, da ist was los und die Vorfreude ist riesengroß. Ich bin Lea und ich bin 27 Jahre alt. Und ich bin Bene, bin 30 Jahre alt. Wir wohnen in Dautphetal-Herzhausen und sind Betreiber eines Pferdeaktivstalls und besitzen 22 Alpakas. Und ich bin jetzt in der 38. Schwangerschaftswoche und wir erwarten unser erstes Kind. Ja, also momentan ist es so, wenn wir morgens aufstehen, geht es erstmal runter, gibt es erstmal eine Pferde- und Alpaka-Runde. Wir schauen, dass es allen Tieren gut geht. Ich bin ein kleiner Schlawine. Und dann geht es für mich ja, meistens los mit Büroarbeit. Ja, so geht das eigentlich den ganzen Tag dann, bis wir abends irgendwann nach Hause, also beide zu Hause sind. Nach dem positiven Schwangerschaftstest habe ich auch erstmal gedacht, ach du Scheiße, wie sollen wir das überhaupt hinbekommen? Also wir haben ja so schon echt super viel zu tun. Dadurch, dass jetzt ja alles einfach, ich sag's mal, näher rückt mit der Geburt auch einfach, mussten wir uns auch umstrukturieren und schauen, okay, wie gestalten wir unsere Arbeitsabläufe, die jetzt sonst 10, 12 Stunden am Tag beanspruchen. Wie kriegen wir das hin, wenn jetzt ja, noch ein Kind da ist und das ja auch noch alles irgendwie organisiert werden muss. Das sind die Füßchen, das sind die Hände. Das ist der Kopf. Bäuchelchen, das ist auch der Kopf. So würde ich sagen, sind auch die Füße. Das könnte eine Hand sein, das auch. Jo. Hallo. Hi, Morgen. schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Hi, ich bin Anna. Hallo. Bene, Hi, schön euch zu sehen. Wie geht's? Ja, für uns hat sich am Anfang dann erstmal die Frage gestellt, wo wir dann zur Entbindung überhaupt hingehen. Ganz klassisch war natürlich erstmal das Krankenhaus da und durch eine Arbeitskollegin und auch gute Freundin haben wir was vom Geburtshaus erfahren und haben gesagt, dann fahren wir einfach mal dahin und schauen uns das an. Und wir waren beide direkt begeistert, weil es einfach eine ganz andere Atmosphäre ist. So einem Tag wie heute freue ich mich immer, weil das Ganze in dem Moment einfach ja, surreal wird. Also man hat eine ganz andere Verbindung zu dem Baby wie jetzt so, wenn wir jetzt einfach hier sitzen. Wie ist das denn so, euer Kind? Wie ist es denn so drauf? Also gerade abends ist immer viel Action. Ja. Da ist schon viel Rambazamba, Ja. tagsüber zwischendurch mal so ein bisschen. Und abends ist dann echt überall Action. Das mal hier oben rechts und mal unten und dann geht's rund. Gerade bei den Hebammen, was wir so rundherum einfach noch lernen, da kann man noch was mitnehmen. Das heißt jetzt Richtung Geburt, wie es dann losgeht oder auch, ja, dass man einfach auch nochmal ein Feedback bekommt. Wie liegt das Baby jetzt? Liegt das jetzt richtig? Ist jetzt alles schon mal gut, dass man einfach mal so eine Beruhigung hat? Weil das kann jetzt ja auch tatsächlich jeden Tag losgehen. Ja, unser kleines gepunktetes Fohlen da hinten. Das war gerade geboren an dem Sonntag, wo dann die Fruchtblase geplatzt ist. Ich stand in der Nähe von dieser Wurzel und habe dann gemerkt, oh, jetzt ist es soweit. Gerade das Fohlen, das ist gerade auf die Welt gekommen, wir kamen drauf zu und dann ging es bei uns auch los. Gegen 14 Uhr ging es dann langsam los mit den Wehen und dann sind wir gegen 18 Uhr ungefähr ins Geburtshaus gefahren. Da wurde ich dann erstmal untersucht und da war der Muttermund gerade bei einem Zentimeter. Dann wurden wir noch mal rausgeschickt, sollten noch ein bisschen spazieren gehen. Und nach einer Stunde sind wir dann wieder im Geburtshaus angekommen. Und dann haben wir uns aber mit der Hebamme dann dort darauf geeinigt, dass wir nur nach Hause fahren. Bis es halt wirklich so schlimm war, dass wir gesagt haben, so jetzt ist aber höchste Eisenbahn. Dann konnte ich auch nicht mehr sitzen im Auto, sondern lag so quer auf der Rückbank. Und dann kamen wir dann im Geburtshaus an. Dann ja, bin ich da rumgeturnt, in die Wanne rein, wieder raus, verschiedene Übungen gemacht. Und ja, es hat sich aber da nichts getan, sodass wir dann ja, uns dazu entschieden haben, dass wir dann doch hoch ins Krankenhaus gehen, weil die Schmerzen dann irgendwann so krass waren, dass wir gesagt haben, es geht halt einfach nicht mehr. Ja, als wir uns dann feststand, dass wir leider nicht im Geburtshaus bleiben können, sondern hoch müssen ins Krankenhaus, das war für mich dann erstmal ein Schock. Da habe ich eine PDA bekommen und dann gingen auch die Herztöne von ihm langsam runter. Und dann haben wir uns dann dazu entschieden, dass wir einen Kaiserschnitt dann durchführen. Ganz ohne die Möglichkeit auf ja, ärztliche Hilfe oder irgendwelche Medikamente hätten wir das nicht geschafft.
Als der Kleine dann wirklich aus dem Bauch rausgehoben worden ist, war das schon eine sehr große Erleichterung, weil wir dann auch wussten, dass die Schmerzen für sie vorbei sind, dass es dem Kleinen gut geht. War schon schön, wenn der Knirps dann doch so gesund schreiend auf dem Arm ist. Hast du die Mali schon gefüttert? Ja, Sehr gut. Was machst du noch? hab ich schon. Aufräumen. Aufräumen. Wollen wir mal hochgehen zu den Stuten nach den Fohlen gucken? Können wir? Gehen wir aber außen rum, oder? Das ist jetzt halt wirklich ein komplett neuer Tagesablauf. Wir müssen uns komplett anders strukturieren. Weil auch durch den Kaiserschnitt, den die Lea bekommen hat, ist nichts mehr mit Moins. Ich gehe mal mit dem Hund raus, ich gehe mal schnell zu den Pferden runter, ich mache mal dies, ich mache mal das, ich mache mal jenes. Ja, es ist Wahnsinn, was sie eigentlich momentan bewältigt mit dem Kleinen. Also, dass sie das jetzt schon so lange wacker durchhält, muss man ihr halt auch mal lassen. Also, es arbeitet blöd gesagt genauso wie vorher auch, halt nur anders jetzt. Jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass wir uns noch mal neu kennenlernen, aber halt vielleicht doch so ein bisschen anders. Das halt, weil es ist doch noch mal eine andere Verantwortung, so einen kleinen Menschen 24/7 zu betreuen, als, wird gesagt, 5 Stunden bei den Pferden rumzuspringen. Ein bisschen Heu hin und her zu tragen oder mal ein Futtersack.